EduGard steht für Education in Gardens und widmet sich dem Thema Gartenpädagogik, das heißt dem Lehren, Unterrichten und Lernen im Garten, und ist ein ETZ-Programm, ein EU-Projekt für europäische territoriale Zusammenarbeit zwischen Österreich und der Tschechischen Republik. Von 2016 bis 2019 entwickeln wir neue Workshops für Volksschulkinder, Weiterbildungsseminare für Pädagoginnen und neue Bildungsfächer für Studentinnen. Ganz wichtig ist uns, die Begeisterung für das Lernen im Garten und das riesige Potenzial zu vermitteln. Mit Kindern nach draußen zu gehen, ist enorm wichtig für die psychosoziale Entwicklung und auch für die körperliche Entwicklung eines Kindes. Für die körperliche Entwicklung deshalb, weil eine naturnahe Umgebung wesentlich interessanter ist und anregender und auch zur Bewegung motiviert, als das in einem Innenraum überhaupt möglich wäre. Wichtig zu erwähnen die seelische Entwicklung. Draußen kann man, das kennen wir von uns selber und das gilt für Kinder natürlich in besonderem Maße, einfach die Seele baumeln lassen. Man kann draußen aufatmen, man kann sich erholen und wieder zur Ruhe kommen. Und das ist insbesondere wichtig, um Verhaltensauffälligkeiten vorzubeugen. Der Garten ist ein ganzheitlicher Lernort, da er theoretische Kenntnisse mit praktischen Fertigkeiten verbindet. All das, was man im Klassenzimmer nicht unbedingt machen kann, kann man draußen im Garten machen, weil man hier durch die vielfältige Umgebung einfach die Möglichkeiten dazu hat. Das Tolle ist, wenn man etwas begreift, wie der Name schon sagt, dann muss man etwas angreifen. Und der Garten bietet genau die Möglichkeiten dafür. Ich darf Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, namens von Natur im Garten herzlich hier auf der Gartentulln begrüßen. Hundreds of school gardens that I've explored, and I found that there are certain pedagogical principles that teachers and educators use that really help with the kids learning in the garden. Mein Vortrag beinhaltet das, was in meinem Beruf auch besonders wichtig ist, nämlich die Freude am Spielen, am Experimentieren und auch am Herausfinden nicht zu verlieren. Der Garten ist ein einzigartiger Lebens- und Lernort. Davon sind wir von der City Farm Schönbrunn überzeugt. Wir versuchen ihn für klein und groß aufzubereiten und einfach dieses Abenteuer zu vermitteln, das drinnen steckt, wenn man Gemüse aussät, pflegt und letztlich zum Schluss ernten und genießen kann. Mir war es heute ein ganz großes Anliegen, den Teilnehmern die Kraft und den Wert und den Zauber des Spiels nahezubringen. Ich kann Gamification-Elemente, also das Nutzen von Spielmechaniken, auch dafür einsetzen, Lernstoffe ganz neu aufzubereiten. And I've been talking about environmental storytelling. So I am a professional storyteller working in the UK. So we're having a lot of fun. We're using the nature, which is the inspiration and also the resources for working here in the garden, but also we're using our imagination. So with stories, it's about observation and imagination, and then we put them together to be very creative and to try and find new ways of making connections with the landscape. Also meine Motivation, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, ist vor allem das Interesse am Thema, an der Pädagogik, am Arbeiten in und mit der Natur. Das ist für mich ganz besonders wichtig, weil gerade die heutigen Kinder im stadtnahen Bereich doch schon sehr naturentfremdet sind. Und man holt sich bei solchen Veranstaltungen immer wieder sehr viel wichtigen Input, lernt neue Leute kennen, kann sich vernetzen. Was ich einschätzen kann, ist, dass jeder Partner ein bisschen anderen Zugang hat zu der Thematik und dass man in diesem Sinne voneinander lernen kann. Wenn man sich als Pädagogin oder Pädagoge für Gartenpädagogik interessiert, dann sollte man in erster Linie mal auch eine Liebe und ein Gespür für Natur und für den Garten haben. Wenn man sich einfach bei vielen Dingen unsicher ist, was für Elemente kann man im Garten nehmen, im Unterricht, kann ich Weiterbildungen empfehlen. Es gibt eine Menge an Weiterbildungen in Österreich, aber auch in Tschechien. Was wir zum Beispiel bei Natur im Garten anbieten, sind Lehrerweiterbildungen zum Thema Gemüse oder sogar Garteln ohne Garten für Schulen, die einfach keinen eigenen Schulgarten haben. Also auch das ist möglich. Nicht nur in Biologie, Kunst
oder Geschichte ist es möglich, Gartenpädagogik zu verwenden. Auch Mathematik, Deutsch oder Englisch kann leicht unterrichtet werden. Es ist natürlich viel anschaulicher für ein Kind, wenn es das Volumen eines Hochbeets berechnet, als das Volumen eines Würfels, das gezeichnet in einem Buch ist. Oder im Deutschunterricht zum Beispiel, dass man hier einen Aufsatz über seine Erlebnisse im Garten schreibt. Proč bychom měli děti učit, jak pěstovat ovoce a zeleninu? No, protože nechutná nic lépe než vlastně vypěstovaná řetkvička nebo mrkev. Naše organizace má vlastně přírodní zahrady, kam ty děti za náma chodí. A protože jsme vlastně z velkého města, tak si myslím, že ten obrovský přínos je, že děti aspoň chvíli tráví čas v přírodě a naučí se ji vlastně vnímat na vlastní oči, uši a hmat. My se specializujeme na výuku učitelů pro druhý stupeň a zahradní pedagogiku vyučujeme v rámci předmětů pěstitelské práce, základy zahradnictví a dalších kurzů, například pro celoživotní vzdělávání, ale i pro neučitelské obory jako přírodovědno-ekologickou výchovu. Projekt EduGard má samozřejmě výstupy napsané v projektové žádosti, ale pro mě je hlavním výstupem vzájemná inspirace partnerů, díky které vzniknou zajímavé zahradní vzdělávací areály, zajímavé prvky do vzdělávacích areálů a hlavně díky tomu vzniknou programy jak pro žáky škol, tak i pro studenty pedagogiky a i pro učitele v praxi. Ich würde daher gerne alle Schulen ermutigen, Schulgärten anzulegen. Jeder Schulgarten kann anders sein. Schulgärten sind so biodivers wie Kinder. Suchen Sie kreative Lösungen und Partner, die Sie unterstützen.